Was ist das denn? Tja, einige werden euch erinnern, das war jetzt ein paar Tage im Kühlschrank. Hier, das ist mein gerettetes Hefewasser. Da ist jetzt noch die Dattel drinne. Ich habe das ein paar Tage stehen lassen. Da ist nichts gemacht worden, also auch keine Fütterung. Und das darf sich jetzt heute beweisen, ob es wirklich so gut ist. So, fangen wir mal direkt an. Hier haben wir eine leere Schüssel, ausnahmsweise mal, denn es gibt ein Tassenbrot. Dafür brauchen wir eine Tasse. Ihr könnt jedwege Tasse nehmen. Das passt in jedem Fall. Und als erstes gebe ich mal eine Tasse Roggenmehl hinzu. Das genaue Rezept findet ihr unter diesem Video und es stammt von einem Zuschauer, der noch nicht so überzeugt von Hefewasser ist. Und das muss ich ändern. Deswegen füge ich jetzt noch eine halbe Tasse Dinkel-Vollkornmehl hinzu. Und dann kommen 1,5 Tassen Dinkelmehl. Wenn ihr nicht mit Dinkelmehl arbeitet, könnt ihr das selbstverständlich auch mit Weizen ersetzen. Ich halte mich jetzt an das Rezept vom Zuschauer. Vielen Dank nochmal dafür, dass du mir das zur Verfügung gestellt hast. Und ich bin schon gespannt, wie es dir gefällt. So, ein bisschen Salz darf nicht fehlen. Ein bisschen Backmalz. Wie man das selber herstellt, habe ich euch schon mal gezeigt. Verlinke ich euch oben rechts. Und dann nochmal 2 Esslöffel Olivenöl. Und auch wie man Hefewasser herstellt, wie ihr das rettet und alles, was ihr dazu wissen müsst, verlinke ich euch oben rechts. Ich stelle hier nämlich auf diesem Kanal meine Hefe selber her, back damit, weil es viel gesünder, bekömmlicher und wirklich aromatischer ist. So, und die letzte Zutat hier jetzt gerade, das ist ein Sauerteig. In meinem Fall jetzt Lievito Madre. Der Zuschauer nimmt gerne Sauerteig und hat dann statt dem Hefewasser einfach nur Wasser hinzugegeben. Das geht selbstverständlich auch, aber ohne Hefewasser, ohne Milch. So, auf geht's, ab in den Mixer. So, und dann haben wir natürlich noch was ganz Wichtiges vergessen. Ich rede vom Hauptprotagonisten und vergesse ihn, aber keine Sorge, ich füge ihn jetzt noch nach. So, ich schüttel es noch mal ein bisschen und ihr könnt wirklich sehen, es schäumt richtig, wobei der Schaum kein Indiz ist, sondern eigentlich die Kohlensäure, die sich bildet. Aber sogar das nicht. Also manchmal ist es wirklich so, dass Hefewasser sieht tot aus, riecht zwar fruchtig alkoholisch, aber sonst nichts. Und es hat einen unheimlichen Auftrieb. Also lasst euch da nicht beirren. Schaut euch mal meine Playlist an zum Hefewasser. Da habe ich euch wirklich immer wieder alles erklärt. So, die Tasse. Ja, jetzt ist alles in Ordnung. Das geht jetzt nochmal mit dazu. Da wir hier Dinkel und Roggenmehl haben, knete ich den Teig maximal 5 bis 8 Minuten. Wenn ihr das jetzt komplett austauscht, weil ihr sagt, nee, also ich habe jetzt nur Weizen zu Hause und mache nur Weizen und Weizenvollkorn, auch völlig in Ordnung. So, das ist der fertige Teig. Den decke ich jetzt ab. Hierfür habe ich mein Bienenwachstuch. Generell das ganze Equipment, was ich benutze und empfehlen kann, sowie weitere ganz hilfreiche Informationen findet ihr immer unter diesem Video. Und ich nehme immer gerne dieses Tuch, weil Kenwood es leider noch nicht geschafft hat, für diese Behälter einen Deckel herzustellen. Sehr schade, meine Anregung für euch. So, und einen halben Tag später haben Lievito Madre und Hefewasser eine ganz tolle Arbeit geleistet. Guckt euch das mal an, der ist richtig aufgegangen. Er ist ein klein bisschen klebrig, der Teig. Deswegen öle ich jetzt hier erst einmal meine Arbeitsfläche ein. Ich zeige euch aber auch gleich nochmal die Mehlvariante. So, den Teig, den forme ich mir jetzt schon mal so ein bisschen, bringe Spannung auf die Außenhaut. So, und dann rolle ich ihn einfach, also wirklich schlicht und einfach. Ihr könnt auch, wenn ihr Lust und Zeit habt, ein bisschen Stretch und Fold machen, während der Teig aufgeht, ist aber kein Muss. So, und dann, weil es so schön ist, habe ich gedacht, naja, nur Tassenbrot zu zeigen. Das ist langweilig. Ich mache noch mal ein bisschen mehr. Also habe ich noch einmal das Brot gemacht, und zwar diesmal dann die doppelte Menge. Und die eine Hälfte habe ich jetzt hier auf dem Tisch und benutze dieses Mal auch Mehl. Tatsächlich fand ich den Umgang mit dem Öl viel einfacher, aber durch das Mehl ist es natürlich rustikaler. Das könnt ihr wirklich so handhaben, wie ihr möchtet. Und ich nutze jetzt hier meine Teigkarte und wenn das so klebt, wie hier jetzt gerade, nehmt ihr einfach noch mal ein bisschen Mehl dazu. Dann lässt sich das viel einfacher zerteilen, denn ich werde aus diesem Tassenbrot heute auch Tassenbrötchen machen. Ich finde dieses Rezept wirklich perfekt, einfach, unkompliziert und wenn ihr vielleicht am Campen seid, dann könnt ihr das nämlich auch machen, weil dann braucht ihr keine Waage mitschleppen. Wirklich sehr einfach. So,
Und das bisschen Teig muss da auch noch hin. Hier, ich ziehe mir das ab hier und ihr seht, es ist wirklich klebrig, also haltet immer eine bemehlte Arbeitsfläche. Die Finger sollten immer so ein bisschen bemehlt sein. Ich rolle es jetzt so ein bisschen und bringe es dann in eine längliche Brötchenform. Kennt ihr vielleicht noch von meinen Sonntagsbrötchen, die ich euch auch schon mal gezeigt habe? Auch sehr lecker. So, noch ein bisschen rollen. Ja, das sieht doch schon besser aus. Haltet dann ein Backpapier mit Backblech zur Seite eben, zack, drauf. Und ich mache jetzt hier einfach weiter. Übrigens, weil ich ja das Campen erwähnt habe, eventuell habt ihr da keinen Ofen. Dann könnt ihr das entweder über Feuer machen oder dann in einem Dampfgarer. Wie man gedämpfte Brötchen macht, zeige ich euch demnächst. Das hattet ihr euch gewünscht und ich freue mich schon riesig drauf. Und ich besprühe jetzt meine Brötchen ein bisschen mit Wasser. So, und schneide sie dann gleich ein bisschen ein. Der Backofen heizt vor auf 200 Grad Ober- und Unterhitze. Ich schneide sie ein und lasse sie ungefähr so eine halbe Stunde vielleicht noch mal so stehen. Und zack, ab in den Ofen. Gucken wir mal, wie das wird. So, hier habe ich jetzt nochmal das Brot, also die zweite Portion. Und auch die hatte ich ja fertig gemacht und die schneide ich jetzt auch eben ein. Und sobald die Brötchen fertig sind, folgt auch das. Ich werde es dabei noch mit ein bisschen Wasser bespritzen. Und wenn dir das Video gefällt, abonniere den Kanal, aktiviere die Glocke, dann erfährst du immer, sobald ein neues Video da ist. Und wenn du noch mehr haben willst, mehr Videos, mehr Informationen, Hintergrund und noch ein paar andere Features, dann werde Mitglied. Das ist wirklich was ganz Tolles und ich danke euch Mitgliedern schon mal ganz recht herzlich für eure Unterstützung, denn das hilft mir immer noch mal einen Ticken besser zu werden. So, die Brötchen sind fertig, das Brot auch und ich finde, es sieht wirklich fantastisch aus. Und weil es ja eigentlich nur um das Tassenbrot geht, zeige ich euch hiervon den Anschnitt. Aber die Brötchen können sich wirklich sehen lassen. Die waren super fluffig und richtig perfekt. Also, wenn ihr das nachmachen wollt, probiert wirklich beide Varianten aus. So, das sieht auch gut aus, oder was meint ihr? Also ein richtig tolles Mischbrot. Bei meiner Familie kam es sehr gut an. Ich darf das häufiger backen. Also vielen Dank für das tolle Rezept. Ich habe mich sehr gefreut. Und ich freue mich, falls ich dich jetzt überzeugen konnte, es vielleicht doch mal mit dem Hefewasser auszuprobieren. Hier ist das Ergebnis und es ist wirklich ganz flauschig, weich, geschmacklich, einfach top. Guckt mal, so sieht das ganze Ergebnis aus. Und ich bin bald wieder für euch zurück und wünsche euch viel Spaß bis dahin. Eure Emma.